Es gibt eine Frage, die sich fast jeder Mensch stellt. Was will ich eigentlich wirklich? Aber vielleicht liegt das Problem nicht darin, dass du keine Antwort hast. Vielleicht stellst du einfach die falsche Frage. Denn was wäre, wenn deine Wünsche gar nicht wirklich deine Wünsche wären? Was wäre, wenn sie nur davon abhängen, wo du gerade verweilst in deinem Körper oder genauer, womit du dich identifizierst? Und vielleicht erklärt genau das, warum manche Menschen ständig etwas suchen, aber niemals dort ankommen. Stell dir einen Mensch vor, der sein ganzes Leben geglaubt hat, er sei ein Auto. Er putzt das Auto, er repariert das Auto, er macht sich Sorgen um Kratzer, er vergleicht sein Auto mit anderen, er glaubt sogar, sein Wert hängt vom Zustand des Autos ab. Aber irgendwann bemerkt er, Moment mal, ich sitze ja hier nur drin. Vielleicht machen wir Menschen genau dasselbe, vielleicht verwechseln wir das Fahrzeug mit dem Fahrer. Und dadurch entstehen Bedürfnisse, Konflikte und diese begleiten uns unser ganzes Leben. Ich möchte dich nun einladen, mit mir durch 4 Ebenen der menschlichen Bedürfnisse hindurchzugehen und wo sie verankert sind. Die meisten Menschen betrachten Bedürfnisse wie eine Liste. Essen, Liebe, Anerkennung, Sicherheit, Erfolg. Aber vielleicht funktionieren Bedürfnisse eher wie ein Stockwerk eines Hauses. Je nachdem, auf welchem Stockwerk du gerade lebst, verändert sich die gesamte Realität. Ebene 1, der Körper. Auf der ersten Ebene dominiert der Körper. Hier geht es um Sicherheit, Nahrung, Sex, Komfort, Überleben. Der Körper ist simpel, nicht primitiv, aber simpel. Er fragt, bin ich sicher, bekomme ich genug, kann ich mich fortpflanzen? Fast alle Tiere tun das. Nicht, weil sie etwas schlecht wären, sondern weil Angst und Unsicherheit uns automatisch eben genau dorthin zurückzieht und diese Bedürfnisse eine Grundstruktur des Überlebens und Lebens sind. Wenn du gestresst bist, erschöpft bist oder emotional kämpfst, wird der Fokus etwas kleiner. Plötzlich geht es nur noch um, ich brauche mehr Geld, ich brauche jemanden, ich brauche etwas. In Jungs Analogie zur Persona hätte er es vielleicht so formuliert. Der Mensch verwechselt oft sein wahres Selbst mit der Maske, die er trägt. Die Persona ist Rolle, der erfolgreiche Mensch, der attraktive Mensch, der intelligente Mensch, der starke Mensch. Und plötzlich kämpfen wir nicht mehr ums Leben, wir kämpfen darum, ein Bild aufrecht zu erhalten. Ebene 2, der Verstand. Dann kommt die nächste Ebene dazu. Hier entstehen andere Bedürfnisse. Wissen, Status, Verständnis, Kontrolle, Leistung, Akkumulation von Wissen und einem gewissen Wert innerhalb eines Konstrukts wie der Gesellschaft. Hier fragt der Mensch, wie funktioniert die Welt? Wie werde ich besser? Wie kann ich gewinnen? Und plötzlich beginnt eine endlose Suche. Noch ein Buch, noch ein Video, noch ein Kurs, noch ein Ziel, noch ein Erfolg. Der Verstand liebt Bewegung. Aber der Verstand kennt eben oft auch leider kein Ende. Im Alltag kann das folgendermaßen aussehen. Du erreichst etwas, worauf du lange hingearbeitet hast, und für den Moment fühlt sich das auch gut an, aber wenige Tage oder Wochen später ist schon wieder die nächste Suche auf deiner Agenda. Nicht, weil etwas fehlt, sondern weil der Verstand immer wieder das nächste Problem produziert und etwas Neues versucht zu erreichen. Ebene 3, das Herz. Und hier verändert sich die Richtung vollständig. Es geht weniger um, was bekomme ich und mehr um, was fühle ich. Hier entsteht Liebe, Mitgefühl, Schönheit, Verbundenheit und vor allem auch Kreativität. Der Verstand will kontrollieren, das Herz will empfangen. Der Verstand analysiert, das Herz erlebt. Jung sprach oft von der Individualisierung, dem Prozess, in dem Menschen aufhören, nur Rollen zu spielen und beginnen, sich selbst zu begegnen. Nicht die perfekte Version, die vollständige Version, Licht und Schatten zusammen. Ebene 4, das Selbst. Und dann beschreibt die östliche Tradition noch etwas sehr Schönes. Etwas, das sie Turiya nennen. Das 4., das Transzendente. Nicht der Körper, nicht der Verstand, nicht das Herz, sondern Bewusstsein selbst. Hier verschwindet etwas Merkwürdiges, der Drang. Nicht, weil man nichts mehr besitzt, sondern weil nichts mehr fehlt. Und das klingt für den Verstand absurd. Denn wir glauben, wenn ich nichts mehr will, werde ich stillstehen. Aber vielleicht ist genau das Gegenteil der Fall. Vielleicht bewegen wir uns erst dann zum ersten Mal richtig und ohne Mangel. Vielleicht musst du heute nicht herausfinden, wer du wirklich bist. Vielleicht solltest du zuerst herausfinden, wer in mir will eigentlich was. Ist es der Körper, der Verstand oder das Herz? Oder nur eine alte Rolle, die du irgendwann übernommen hast. Denn die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Und vielleicht geht es am Ende nicht darum, mehr zu bekommen. Vielleicht geht es darum, weniger zu verwechseln. Schlussgedanke. Vielleicht musst du heute nichts reparieren. Vielleicht verändert Verstehen bereits etwas. Und deshalb interessiert mich, auf welcher Ebene glaubst du, leben die meisten Menschen heute? Körper, Verstand oder Herz? Oder etwas anderes? Willkommen bei Metamong.